Einsamkeit ist eine, und das war sie auch schon lange vor der Corona-Pandemie, Strömung, die sich generationenübergreifend durch unsere komplette Gesellschaft zieht. Sie ist allgegenwärtig und dennoch oft unbemerkt, denn paradoxerweise scheint eine Konsequenz der Einsamkeit in vielen Fällen der Rückzug zu sein. Das Ziel meiner Recherche war es, zum einen das Gefühl von Einsamkeit besser zu verstehen und vor allem den Unterschied zwischen einsam sein und alleine sein zu erkunden. Einsamkeit also als inneren, mentalen Zustand zu verstehen, der auch unter Mitmenschen, in Gegenwart von Freunden, zusammen mit Familienangehörigen oder sogar mit dem eigenen Partner existieren kann. Zum anderen wollte ich wirklich verstehen, wie sich Einsamkeit anfühlt, wie vielschichtig sie wahrgenommen wird und letztlich, wie sie sich in Bewegung übersetzen lässt. Also nonverbal durch die Sprache des Körpers zum Ausdruck bringen lässt. Ich hatte das große Glück, sehr viele Interviews mit vielen verschiedenen von Einsamkeit betroffenen Menschen führen zu dürfen und dabei einen Einblick in beinahe jede Generation erhalten zu können. Die TeilnehmerInnen haben mir dabei von ihren persönlichen Lebensgeschichten erzählt und mir geholfen, ihr Empfinden von Einsamkeit besser zu verstehen und es dann in Bewegungen übersetzt, die ich dokumentieren durfte. Dabei haben wir über verschiedene Emotionszustände gesprochen, nicht nur den der Einsamkeit, sondern auch Wut, Freude, Liebe, Entspannung oder Hoffnung. Aus all diesen Bewegungsinterviews ist ein sehr großes und vielschichtiges Archiv entstanden. Im Grunde genommen ein Vokabular, aus dem eine komplett neue Bewegungssprache erwachsen könnte. Das gesammelte Material bildet ein sehr wertvolles Fundament, aus dem ein ganzes Stück erwachsen könnte. Mal schauen, wo uns die Reise mit dieser Recherche noch so hinführt.